Kripa Sindhu Susampurno Sarvasattopakarakaha Nispriho Sarvato Siddhyo Sarvavidya Visharadaha Sarva Samsayo Sanscheta Amalasa Guru Rahita. Actually, it was the disappearance day of Srila Bhakti Prapanna Paribrajak Maharaj, who is the disciple of Bhakti Shamanda. Das war der Verscheidungstag von Bhakti Prapanna Goswami Maharaj. Und das ist der Schüler von Srila Prabhupada gewesen. Nicht nur Schüler, sondern fast einer der Ältesten. Er hat Geburt genommen in Godrum. Yes. Er hat Gita und das Bhagavatam von Bhakti-Vinod-Thakur gehört. So actually yesterday I wanted to speak so many things. I should remember and speak in a very nice way. Actually Guru Tattva, actually I was speaking yesterday that those who are not anugata unto the lotus feet of a pure, try to understand very carefully. Jesus spricht jetzt über Guru-Tattva, also die, was nicht 100% zu Guru hingegeben sein, das sind fast wie Tiere. Die haben ein Leben wie Tiere. Those beasts can do some bad activities, but those who are similar to beasts, they can come down to more low level. Also die Menschen, oder die können sogar nur niedere Dinge aufführen als für die Tiere. Also ohne dass du wirklich hingeben bist an Gurudev, dann kann der Babaji nicht anfangen. Inclination, your bhajan cannot start. Submission, your bhajan cannot start. If bonded soul tried to take his own responsibility, so wenn die gebundene Seele ihre eigene Verantwortung in seine eigenen Hände nehmen will, dort wird er nicht irgendwie Erfolg haben. Er wird im Gegenteil tiefer und tiefer in die Dunkelheit fallen. Also du gibst all deine Verantwortung ab in einen reinen Vaishnava. Oder Guru. So er hat dann Vers gesprochen, dort gestern von Narad Muni. Kala karma gunadino deyam pancha bautika. Kala karma gunadino deho ayam pancha bautika. Katham anyanstu upayet sarpagusthu yathapara. Naraji Maharaj speaking in front of Yudhishthira Maharaj. Hey Rajan. Also Narad spricht den Vers vom Yudhishthira Maharaj. Anxiety. Why you are crying? You think you can save somebody? In this material world, nobody can save. Also denkst du, dass du jemanden schützen kannst? In der materiellen Welt kann nie jemand irgendwen schützen. In this material world, nobody can save you. Not your husband, not nicht der Ehemann, der Frau, deine Kinder, der Vater, deine Mutter, niemand. Nobody can save you. Be careful. Naraji Maharaj speaking. Narada Muni spricht vom Yudhishthira Maharaj. Hey Rajan, why you are crying, expressing, anxiety? You think you can save? You can save? Nobody can save. Actually, all Jivatma, they are getting some body according to their previous activities. Also alle Seelen, die kriegen das Resultat von ihren letzten Aktivitäten, was sie ausgeführt haben. Gut oder schlecht, je nachdem. Alles müssen sie selber ausbaden. So, das ist ein Muss, da gibt es keinen Ausweg. So, Krishna ist auch nicht interessiert über deine Aktivitäten. Wenn du dich nicht für Bhakti interessierst,
Wenn du nur die an gute oder schlechte Taten für das in das interessiert ist, in das ist Krishna aber nicht interessiert. So, wenn jemand was gut oder Schlechtes macht, Krishna ist nicht darin interessiert. Das ist ein Vers aus der Bhagavad Gita. So nur die Seelen kreieren durch ihre letzten Aktivitäten ihren nächsten Körper. So wen kann man die Schuld geben? Narodam Das Thakur hat gesagt. Also Narodam sagt, du willst über gute Aktivitäten denken oder ausführen, dort kommst du vielleicht in den Himmel, aber nachher kommst du wieder zurück. Also wenn deine religiösen Tätigkeiten fertig sind, nachher werfen die Halbgötter vom Himmel. Also das ist wie wenn das Bankkonto dann fertig ist, die können dann sofort rauswerfen. Und die sagen, du musst gehen. So die reinen Devotees, die denken nie über das nach, über gute oder schlechte Tätigkeiten in der Welt. Aber wenn jetzt Narada Muni zu Yudhishthira gesprochen hat, Dhritarashtra ist gegangen vom Königreich und er weint und sagt, oh, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. So, mein Vater ist gegangen, vielleicht ist er in die Ganges gesprungen. So, nachher kommt der Narada und gibt ihm die Anweisung. Denkst du, dass du irgendjemanden schützen kannst in der Welt, der was sterben soll? Niemand kann, wenn es der höchste Herr will, nachher stirbst du, oder wenn er dich am Leben halten will, dann bist du am Leben. Bleibst du am Leben. So, warum gibt jetzt Narada das Bild von der materiellen Welt, materiellen Gesellschaft? So wie zum Beispiel in der stop, cannot speak anymore, and the snake going to swallow. Till then, that fog is, So ist so wie so, wenn die Schlange einen Frosch frisst. So alle Seelen sind wie der Frosch. Wir sind schon in dem Mund von der Schlange, vom Tod. Going to swallow you. Swallow means take inside. So why you are crying? So warum weinst du dann? Du bist schon in dem Schlangenmund. Aber gestern hat er gesagt, I like to speak this way, that actually a Vaishnava can save you 100%. Aber ein Vaishnava kann dir aus der Situation retten. A Vaishnava can save you. Though Narada is saying, who can save whom? So Narada spricht, wer kann die retten? Okay, das ist das Bild von der materiellen Welt, aber ein reiner Vaishnava, wenn du den triffst, der kann dir da helfen. So in Kirtan ist es geschrieben, Srila Narodam Thakur, der sagt, also die ganze Universen kann retten, was zu sagen von mir und dir. Die ganzen Universen können gerettet werden. So Srila Prabhupada, Srila Bhakti Thakur, die können Tausende von gefangene Seelen retten, gefallene Seelen.
So, wenn wir einen reinen Vaishnava dienen können, dann kann man sehen, wie sich der Schlangenmund auftut und wir mehr und mehr rauskommen und wirklich in das Bhajan tiefer und tiefer gehen können. This way, actually, I want to say so many things. Actually, time is very limited. Also, er wollte gestern viel sagen, aber die Zeit war kurz. Jagannath-Tattva Maharaj, der hat gesagt, also die, was Harikatha ganz stark sprechen, also es ist wie eine Medizin. Es ist nicht, dass du zum Doktor gehst und sagst, gib mir bitte eine süße Medizin. Was der Doktor dir gibt, das musst du nehmen. So die reinen Devotees, die sprechen vielleicht eine bittere Harikatha. Aber du kannst durch die Medizin gesund werden. So, die wollen nur deine materielle Anhaftung trennen. Aber die materiellen Leute denken, das sind deine Feinde, so wie die sprechen. Die sprechen so grob oder so raff. Also wir können das so sprechen, aber schlussendlich sind es die reinsten Herzen, die was nur die ganze Tag, 24 Stunden denken, wie sie dir helfen können. Wir wollen die nur befreien, aber wir denken, dass das unsere Feinde sind. Und so wie die sprechen, die sind gar nicht demütig, so wie die sich, was die sagen, die sprechen so. Das ist komplett falsch. Die haben komplett ein sanftes Herz. Es ist nicht nur, wenn man einfach süße Worte spricht, dass das Demütigkeit bedeutet. So Vrindavan Das Thakur wollte auch in die Leute auf den Kopf schlagen, wenn sie die Anweisungen annehmen. Der spricht sowas. Aber er ist total demütig, weil er eben nur das Beste in dem Fall für die will, weil er sagt, das sind solche Idioten, die nehmen die Wahrheit nicht an. So ich segne sie, indem ich ihnen auf den Kopf schlage und gebe ihnen somit meinen Fußstaub. So, er kann ein Beispiel geben, wie Vaishnavas so demütig sind und so gutherzig. Eines Tages Sanatana Goswami, also der wollte ein Bad nehmen in der Yamuna und der hat dann einen Skorpion gefunden und der ist ins Wasser gefallen und den wollte er raushelfen und der hat ihn dann bissen. Nachher ist er wieder ins Wasser gefallen. Aber nachher hat er ihn wieder genommen und wieder außerdan. Weil er eben sich gedacht hat, dass er jetzt wieder ins Wasser fällt, dann rettet er ihn wieder. Aber der Skorpion sticht ihn immer wieder. Und es brennt, das ist ganz ein starker Stich. Und so hat er ihn immer wieder aufgehoben und der Skorpion hat ihn immer wieder gestochen. Und der Brahman neben ihm, der denkt sich, was macht denn der Sanatana Goswami da? Das ist ein ganz giftiger Skorpion. So normalerweise töten. Also, aber du willst den schützen, du willst ihm das Leben retten. Sanatana Goswami sagt, oh, die Natur, was vom Skorpion, was im Skorpion ist, das will er mir geben. So das, was in meiner Natur ist, das will ich geben. Ich will in meinem Herzen ist Barmherzigkeit, so ich will Barmherzigkeit geben. Er hat Gift, so will er Gift geben. So das ist natürlich. So ich werde jetzt meine Natur auch nicht ändern. So deswegen werde ich meine Barmherzigkeit verwenden, um ihn zu retten. Und das ist das Herz von einem Vaishnava. You think Vaishnava is very cruel because he is going to give me punishment, but be sure I can discuss this point in Puri as the appearance day of Prabhupada. To give punishment and to give kippa, both capabilities there with Vaishnava. Vaishnava can do both. So Vaishnavas, das haben eben zwei Seiten, so wie eine Rose und wie ein Bolzen. No material people can give. It can become jivhingsha. Only Vaishnava can.
Follow. Only Vaishnava can. So nur Vaishnavas können das machen. Because, already Rupa Goswami were told, Vacha vegam manasaha krodha vegam udarapasta vegam. Shiva. Already told? Etana vegana jo visheta Viraha Sarvamapivim prativim ashishat. He can make disciples, thousands of people in this bonded. He has this capacity. But a bonded man cannot give initiation to anybody. He has no capacity to deliver him. Follow? Rupa Goswami is already giving. He has this power. Shash, and he can control. Shasan means? Shasan means? Teach. Shasan means this word coming from Sanskrit. Shash dhatu. Also Shash Dhatu bedeutet Shashan, teach. If you never like to be controlled by Guru Vaishnava, how you can expect that you can go to that transcendental world? Follow what is it? Also du musst kontrolliert werden von Guru und Vaishnava. Wenn du das nie willst, dann kannst du dir nicht erwarten, dass du zurückgehen wirst in die spirituelle Welt. Du musst eben denen folgen. Shashan, das Wort bedeutet Shisha. Shisha bedeutet Shash. Shash Dhatu, Shisha. If disciple not going to obey Gurudev, his instruction is not at all disciple. So wenn der Schüler nicht den Lehren folgt von Gurudev, dann ist es nicht der wirkliche Schüler. So morgen fängt er das an, was ist Sampradaya? That disciple, externally he cannot speak big Siddhanta, nothing, he cannot speak Harikatha, but at least he is having big love for Guru Vaishnava. He is actually 98 years, 99 years, and I am almost half age, 60 now. At that time, when we live body, that one, my age was more, 8 years less, 7 years, 6 years back, that time I was less. So, but still he respects me so much. So much he respects me all the time. He respects me so much. Or his godbrother, you can remember Udala Sagar Maharaj, Nilgiri I go, live body I run, night time I was sick. Then his godbrother. They love me very much. Actually, people misinterpret this point. Also die Leute missinterpretieren die Worte, wer ist wirklich simpel, einfach. Also normale Leute, die wollen das immer verdrehen, die Worte. So, die denken sich, wenn du ganz süß und so nett sprichst, dann bedeutet das Demütigkeit, aber das ist nicht so. We think one foolish person is there. He is very simple man. Very saral. Not there. Saral means also Saral, Einfachheit bedeutet, der was wirklich Kripa vom Guru hat, ein schönes Tattva, kein falsches Ego, und er spricht dasselbe, was im Herzen fühlt, so wie ein Kind. Sogar ein 5-jähriges Kind ist nicht so einfach wie sein Gurudev. Er kann ein Beispiel geben. Even one child, if you give some toffee or biscuit, if his brother is there, if you say, give your brother, no, I cannot give. That small boy can say. But if I give example, my Guru Maharaj appearance, the disappearance of Kavi, I can speak. So simple. So humble, so simple. In train, ordinary train, no money, nothing. Very, niskincha, going by train. Somebody just asking, Maharaj, where are you going? Actually, I am going to Midnapur. Oh, I am also going to Midnapur. Oh, really? Where? So im Zug haben mich manchmal die Leute gefragt, es ist ganz einfach, Taxi, wohin gehst du? Ja, nach Midnapur. Und sagt der Mann, okay, ich nehme die mit dir. Und er sagt, okay, ich bin ein alter Mann, du kannst mir helfen. Dann kommen sie in Haura auf der Station an und sagen sie, okay, Maharaj, du setzt die
Nachher sage ich gehe das Ticket jetzt für die kaufen. Und der Maharaj gibt ihm dann das Geld, dann gibt er ihm 50 Rupees. No ticket, nothing is, he was a cheater. Now you can say he can understand everything, why he cannot understand? Aber der Mann ist dann einfach verschwunden mit seinem Geld. Er wollte ihm das Ticket holen, aber ist nie wieder zurückgekommen. Und der Gurudev denkt sich, oh, vielleicht, wir warten mal ein bisschen noch, vielleicht ist er lange Schlangen beim Anstellen, dass man das Ticket kriegen. But Guru Vaishnava cannot understand. Why? They are traveling in this level. Aber er war immer in seinem Krishna-Lila absorbiert. So wenn er jetzt in die Welt kommen würde mit den Gedanken, dann würde er sofort erkennen, dass er Abzocker ist. Eines Tages wollte ihm jemand stehlen. Es war im Jagannath Festival, wollte einer das Geld stehlen von Bhakti Pramod Purigos, von Maharaj. Und Maharaj war so absorbiert im Tanzen und in Ekstatik-Gefühle. Und er hat gesagt, oh, da hat jemand Geld von dir gestohlen. Und dann schreit er aber zu ihm, oh, lass ihm das Geld nehmen, die Stimmung, die kann nie wieder kommen. Loving Jagannath, and now I'm doing kirtan. You go, Maharaj, take your money. Oh! Let him take money. Is that? So you see, there's a mood. So yesterday, actually, yesterday in Advaita Pita, I was speaking that day. So actually, that Maharaj last moment called me, called Samba. I like to see him. I go. I find he's shaking, almost going to die. And all devotees, his disciples, they're giving cool oil, Ayurvedic oil and giving Also er hat einen Vaishnava besucht, der was fast schon beim Sterben war. Er hat schon gezittert. Und die Schüler, die reiben ihm mit so kühlem Öl ein. Aber er fragt ihm immer noch Fragen. Eine nach der anderen. And still speaking with me. After that, somehow I give answer in appealing mood. You are senior to me. You are actually 98, 99 years. I am actually half your age. Anyway, you respect me, love me. That is my property actually. Now I pay dandavat to him. I say you think about Krishna, Guru Varga. Then after I go, that night, maybe 12 o'clock night. Nachher, obwohl der Shyam Babaji jünger war, hatten der so verehrt. Aber in der Nacht dort hat er dann den Körper verlassen. Anyway, I like to stop here. If you have any question, you can put in front of me. If you have any question, no question. Maharaj, did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada use the mat system he saw from Madhvacharya, then he also used Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, the mat system, yes, which was first established by Madhvacharya. It was also the order of Bhaktivinoda-Thakur. Bhaktivinoda-Thakur clearly writing in Kirtan, Mat Mandir Dalan Bari na karo prayas. Don't try to make any temple, and Bhaktivinoda-Thakur speaking. It was for whom? For we all, common people. But at the same time, Krishna speaking in Srimad Bhagavad Mahapuran, Bhagavan speaking in front of Buddha. Man mandir kare dhiram. You must make big temple. Krishna Bhagavan giving instruction to Buddha. Man mandir kare dhiram. You can make a big temple. So this contradiction apparently. So I can explain someday. Bhaktivinoda Thakur not speaking like. For Prabhupada everything is possible.
But if a bonded soul going to make a temple out of his money power, he is a total failure. Because out of money power he cannot make temple. Temple is Anantadev can come. Deity means Radha Govinda Govinda can come. Prabhupada many times speaking. Out of money power he cannot establish any temple. Not possible. Any deity. Be careful. Money power is not all. Maybe you have billions of dollars, but you cannot find any right application of that mind. Follow? So Niskinchan Vaishnava, like Prabhupada always speaking, that much money is sufficient. As and when I need, Krishna can send, I can use. I cannot put in hand, and dacoit can gun and cut my throat. What use? Fighting. No use. Eh? What use?